O great Seraphim, Obwohl, es kommt doch bis Ende Juli. 3 Monate. Thank you so much, Father Brunor. Thanks to you, my son's legs have healed considerably. No need to thank me. It is your diligent prayer that has made the difference. Be steadfast and pure in mind and spirit as you continue to pray for the health of your son. A contribution to the sanctuary. I told you before, madam. I'm afraid I can't possibly... Please accept it. There's something I've realized. Merely praying for help is an offense to the Seraphim. It is a selfish act for personal gain. Who told you such a thing? Well, no one in particular. You'll need money to pay for your son's treatment, won't you? Use this towards that end instead, for the sake of your son. My son feels the same as I do. Everyone says the same thing. His wounds were punishment for his selfish prayers. And there are even those who spread vicious rumors about myself and you, Father Brunor. Please, I beg of you, accept this so that we might be saved. Very well. I shall humbly accept your gift as a token of you and your son's gratitude. Oh, thank you so much. Now, perhaps these rumors will finally come to an end. May you receive the blessing of the Seraphim, Father. Right, the blessing. Guess I'll buy a drink. Princess! I'm here to ask a favor. Of me? What could I... We would like to ask you to enshrine and look after a new seraph in our town's sanctuary. This is a request from the shepherd. The shepherd? You mean this boy is the... Forgive me. You are not to be blamed. It is the fault of the royal family that so many have strayed from the noble path. Excuse me, if I may? It's nice to meet you. My name's Sorey. Huh? I'd like you to be the one to worship at the sanctuary for the protection of Lady Lake. I'm sorry for all the trouble I've caused by pulling the sacred blade so carelessly. I know I'm still a fledgling shepherd who hasn't gotten used to things yet, but I promise I will do my best. Yes, of course. It's quite all right. Please, do not prostrate yourself so. Thank you. This request comes from me as well. Please, help me so that I in turn may help this inexperienced but pure of heart shepherd. Of course. I am honored that I may possibly be of service to ones such as yourselves. Though I am frail of body, I shall perform the task at hand with the entirety of my spirit. I'm glad. Yeah. Oh, man. My foot's asleep. Seriously? Well then, Father Brunor, when you're ready, I will come visit you again. As you wish. Do be careful. Ihr könnt jetzt quasi nochmal abstimmen. Well, that's one way to ask a favor, I guess. It was very Sorey. Yes, I think this helped the priest as well. Sorey, der Herrscher des Landes werden wird. Was? Sorey, der Herrscher des Landes werden wird. Ich denke, ich werde aber zum Wochenende schon... Also ich denke, es wird halt immer noch Xenoblade sein. Dass ihr wirklich, dass ihr alles sagt, okay, macht lieber Xenoblade als nächstes Jahr erstmal. Deswegen, ich denke, ich werde am Wochenende schon die Strawpool machen für die 3 Teile. Ihr wisst ja, wir machen das wieder so. Ich wollte nämlich noch gucken, was da ist. Das mit den meisten Votes wird dann natürlich zum Schluss kommen, weil das Beste kommt zum Schluss, haben wir ja auch hier gemacht. Rise haben sich auch die meisten gewünscht. Okay, das scheint der Schlosseingang zu sein. Niemand kommt ohne ausdrückliche Genehmigung ins Schloss. Anordnung von Bartlow. Bitte zieht euch zurück. Okay, tschüss. Wie viel kalt haben wir? 3600. Wir könnten theoretisch mal upgraden.
Bei Xenoblade 3 werden wir Safe spielen. Safe Call. Das wird zuerst kommen. Und danach entscheidet sich dann, okay, erst Chronicles oder 1 und 2. Oder 1, zum Beispiel, keine Ahnung, Xenoblade 1, Chronicles 2. Ihr habt ja gesagt, dass es nicht so eine zusammenhängende Story jetzt ist. Also nicht so krass. Kann auch sein, ich gucke nach die Stropol und keine Ahnung, Tales of hat gewonnen oder Dragon Quest. Was ich aber irgendwo, sag ich mal, bezweifle. Weil Xenoblade hyped, Bock, Angriff. Okay, ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Soll mal gucken, ob hier halt noch irgendwas ist. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ah, Tales of Arise freue ich mich aber auch. Das, was ich gesehen habe, hat mir super, super gut damals gefallen. Und ich habe es halt so scheiße getimt, dass ich es nicht geschafft habe von der Zeit her. Okay, kaufen. Haben wir noch nicht. Ne, noch nicht ausrüsten, das machen wir gleich. Montur brauchen wir. Ich kann das nur einmal kaufen. Oh nein. Stiefel können wir auch nur einmal kaufen. Scheiße. Aber das heißt, wir könnten aber die Bernstein-Weste upgraden. Oh, so viel kalt habe ich nicht. Diadem war, glaube ich, eine Waffe, gell? Nee, war Dings. Ja, das mit dem Upgraden, glaube ich, mache ich noch nicht. Im Besitz 3 Stück. Oh, die könnten wir mal upgraden. Den Stab, komm, den können wir auch upgraden. Apfelgummi, haben wir noch welche? 13, das müsste eigentlich reichen. Waffen verschmelzen. Okay, das kostet nur 30 kalt, das ist halt nix. Den Stab. Gibt es da Unterschiede? Oh ja, da muss ich aufpassen. 160. Das ist schon wieder teurer. Die Ohrringe. Diadem. Der hat halt Verteidigung. Hintergrund war von der Ereignis war. Vorgänger. Achso, nur bei manchen Sequenzen versteht man nicht richtig, was der Hintergrund war. Von den Ereignissen war. Ah, okay. Aber ihr würdet jetzt nicht sagen, dass es eine Katastrophe ist. Wenn man erst, als Beispiel, erst 2 und dann 1 spielt. Oder? Oh, die ist deutlich besser. Bonusfertigkeiten, F-Bündel. F-Bündel sind Bonusfertigkeiten, die durch vertikale Anordnung aller 5 Fertigkeiten in denselben Gruppen aktiviert werden. Normalerweise ergibt sich daraus ein starker Effekt für Fertigkeitensgruppe. Wenn du zum Beispiel alle 5 Statusfertigkeiten ausgerüstet, wird der Bonusfertigkeit jeden Wert dieses Charakters um 20. Ah, okay, weil es so ist. Okay, okay. I know, I know. Boah, ich muss schon wieder aufs Klo. Das gibt's doch nicht. Gut. Ich gehe nochmal schnell auf Toilette. Ich bin gleich wieder da.
Ah, so, da bin ich wieder. Und dann Teil 1 auf der Switch. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn es da keine Zusammenhänge gibt. Also nicht so krass, da muss ich mir da auf jeden Fall keine Gedanken machen. Ja, dann machen wir das so. Dann könnt ihr wieder abstimmen für die 3 Teile. Welchen wir zuerst spielen oder welchen wir zuletzt spielen. So, wo muss ich nochmal genau jetzt hin? Die Ruine, glaube ich, musste ich nochmal... Nee, musste ich nicht. Müssen wir schon da runter? Ich hoffe, wir treffen keinen mächtigen Helios mehr. Bist du sicher, dass da hinten gut gelaufen ist? Vater Brunner würde immer noch mit seinem Entschluss hadern. Wenn du nicht gewesen wärst, Sorey. Tun wir uns jetzt einen Serb, der Herrscher des Landes werden will. Du meinst wie der in Kalat-Ruinen. Tatsächlich. Ich wünsche mir fast, es wäre wie früher, als ich noch nichts von diesen widerlichen Biestern wusste. Da fällt mir ein, dass die Brücke südlich vom Seehafen in der Nähe des Falkwind-Hanges bald repariert werden soll. Es werden viele Arbeiter dort sein und ich fürchte, dass sie gefundene Opfer für Helios sein werden. Vielleicht sollen wir nachsehen und sicherstellen, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Ist jetzt die Frage, hier eine Brücke oder da hinten eine Brücke? Oder in der Stadt die Brücke? Beziehungsweise... Ah nee, stimmt, es war ja keine Brücke. Nee, es war ja nur der Eingang zum Schloss. Nevermind. Ne, ich bin sehr gespannt, wie das Game noch wird. Wow, Xenoblade bin ich auch gespannt. Oh. Ich bin super gespannt, was wir nach Xenoblade spielen. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr dann entscheidet. Obwohl, eigentlich brauche ich keine Strawberry, fällt mir gerade ein, für Dings. Für Xenoblade. Was ist eigentlich das Strawberry? Es gibt ja nur 4 Teile. Ich glaube, wenn wir bei Xenoblade angekommen sind, machen wir für die anderen Games noch Strawberries. Ist halt die Frage, ob ich Tales noch wieder mit reinnehme, weil Leute denken dann, oh ja, der spielt bestimmt Vesperia, der spielt bestimmt Berseria. Das ist schwierig, ob ich Tales auch dann nochmal mit reinnehmen. Wechselnder Steuerungsmodus. Wenn du den Steuerungsmodus auf manuell gestellst, kannst du aus beliebender Entfernung angreifen. Du könntest beispielsweise Geschossartes einsetzen, um einen Feind aus größerer Entfernung niederzuschlagen. Natürlich erhältst du im Modus Semi-Auto einen ähnlichen Effekt, indem du einen schnellen Schritt direkt einen Arte folgen lässt. Wie bei allen kommt es auf den Nutzer an. Trails of. Habe ich Trails of gesagt? Ich meine Tales of. Habe ich echt Trails of gesagt? Ups. Wenn ja, ihr habt nichts gehört. Ich habe Tales of gesagt. Ja, es gibt doch auch noch Trails of Sky und so und Trails of Cold Steel. Weil warum habe ich... Das hatte ich vorhin schon einmal, das ganz kurz die FPS droppt. Das ist normal. Null. Also am PC liegt safe nicht. Achso, du hast Trails of vorgeschlagen. Dann ab in Discord. In Spielevorschläge. Ab in Spielevorschläge. Das kann dann in der nächsten Liste drin sein. Kriegsartes. Du kannst deine Stoßanzeige eines einziges Mal erhöhen, indem du einen bestimmten betäubten Feind mit deinem ersten Kriegsartes triffst. Anders gesagt, unterbreche deinen Angriff, wenn du einen Feind während des Angriffs betäubst und beginne ihn nochmals mit einem Kriegsarte, damit deine Stoßanzeige steigt. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, indem du stattdessen ziellos Angriffe aneinander reißt. Vor ein paar Monaten. Ja, dann ist er auf jeden Fall in der neuen schon drin und dann habe ich nichts gesagt. Dann ist sie auf jeden Fall dabei, bei der nächsten. Also bei der, wenn wir dann mit Xenoblade starten. Wie gesagt, ich gucke nachher nochmal rein, aber ich denke, Xenoblade bleibt bestehen, da können wir eigentlich rausmachen und mit der neuen schon mal starten. Also,
Bis zum Wochenende könnt ihr noch Games vorschlagen für das Marathon-Projekt, Sorey, look around you. die dann natürlich von euch ausgewürfelt werden. Nur wir gucken, wie ich es mit Tales of mache. Ready, Mikleo? Das ist dann halt immer doof, wenn dann Leute, wie gesagt, gerade, nehmen wir mal zum Beispiel, wir sind bei Xenoblade 1. Dann kommt jemand an, sieht eine Story und sieht Tales of. Denkt, oh, Tales of ist mal ein super Game. Der muss mal Zestiria spielen, der muss mal Dings spielen. Arise. Und dann sind die Leute enttäuscht, wenn ich sage, ja, die Teile habe ich schon bereits gespielt. Wisst ihr, wie ich meine? Da muss ich mir echt noch was überlegen. Ob ich vielleicht einfach mit einer Stropple reinschreibe. So und so ist abgeschlossen. Wäre eigentlich das Sinnvollste. Und schau auf YouTube. Die Menschen sind faul. Das ist wirklich so. We're investigating the collapse of Grifflet Bridge. The cause may be flooding from the rains. It wasn't caused by rain. The current is odd considering the water level. I have a bad feeling about this. You should evacuate. Finally, someone who's talking some sense. Who are you? All right. Do as Sorey suggests. Sorey? You can't possibly mean the shepherd. If he is, maybe he can stop the floods. You really think there's anything that can stop the water spirit's rampage? Water spirit? It's terrible. Destroy the bridge in an instant. It's some sort of monster. Silence! Enough with your nonsense! Oh mein Gott. What? The water spirit! Run! That's an order. Hurry! Lul. Let's go. Does this thing Oops. really look like a person to them? An Ouroboros? Why sit in a place like this? To ordinary people, it probably looks like a huge water spout. It looks pretty strong. Careful of this rising coil attack. It spins and plunges into you. Ocean Eyes on the prize! Burning flames surround me! Prepare yourself! Aber wie wechsle ich? Ah, das geht dann gar nicht im Kampf, oder was? Also, dass ich die Dings wechsle. Figuren wechseln? Sie kann sich halt nicht einfach in den verwandeln, oder? Ich will da auch die Taste drücken. Ne, das geht nicht. Manche sind richtig, vor allem fragen immer nach, wann fängt die oder das an. Ja, das ist wirklich so. Achso, warte mal, ich wollte noch Dings machen. Strategie. Seiler hat 100. Let's go. Warte mal, die sollen in der Verteidigung TP verwalten. Hauptsache Überleben, Gesundheit schon, Risiken eingehen. Ja, dann gehen die alle in die Fans. Scheiße. Ja, komm, dann sollen die kurz halten. Ich drück immer die falsche Taste, ey. Das ist so weird. Jetzt noch Zestiria die Steuerung drin ab. Sollte man es lesen können. Glaub mir. Was ich schon beim 24/7-Stream, Leute schreiben und wundern sich, warum ich nicht drauf reagiere. Klingt komisch, ist aber so. Und es steht auf Deutsch und Englisch dick und fett da. Nicht live, not live. Und Leute schreiben und wundern sich, warum ich nicht reagiere. Da, wo ihr den Chat zum Beispiel habt, also da steht dick und fett. Nicht live.
Und halt noch einen Text dazu. Der extra erklärt, was da passiert. Klingt komisch, das ist aber so. Mann! Drück immer die falsche Taste. Was sollte man wissen, dass es ein Wiederholungsding ist? Ja, aber viele wissen es nicht. Weil sie es halt, wie gesagt, nicht lesen. Weil für was lesen? Warum soll man lesen? Das klingt komisch, ist aber so. Obwohl, wenn ich überlege, das Kampfsystem hier gefällt mir deutlich mehr als auch in Vesperia. Weil in Vesperia, weiß ich noch, hatten wir das ja auch mit den Items und so im deutschen Quer. Da im Portal, ja. Und eigentlich neue Artes, ich habe gar nicht geguckt. Nö. Wir haben nix. Jetzt schon auf Stufe 2. Stufe 1. Nevermind. Oh, du blöde Schlange. Lass die mal voll heilen. Warte mal. Achso, ich habe keinen Links mehr. Cool. Warte mal, ich kann bestimmt mit Steuerung umwechseln. Shit. Irgendwie kann ich gefühlt das Vieh nicht töten. Warum auch immer. Ja, bilde ich mir das ein. Warum kann ich das Vieh nicht töten? Jetzt. Null. Ja, okay. Therapiewechsel. Ja, okay. Ja, okay. Nach einem Figurenwechsel musst du kurz warten, bevor du wieder wechseln kannst. Wenn du im anderen Zustand LB drückst, kehrst du wieder in normal. Ja, okay. Ich krieg's einfach erklärt. GG. Nach dem Kampf. Null. What? The Hellion turned into a seraph? It's the other way around. Hellions that are strong enough to manifest themselves are those that were once seraphim. A seraph can become a Hellion? And seraphim that have completely turned into Hellions are known as dragons. Dragons? Those really exist? So, then the legends were true. So the wrecking of the bridge was all my fault. I'm so ashamed. If you hadn't been here to purify me, I don't know what would have happened. Thank you. I'm really glad that we were able to save you. I am Uno, young shepherd. Sorey. Uno, in exchange for saving you, we would like to ask you a favor. Would you be willing to listen? I would ask you to bless Lady Lake.
But as things currently stand in that town... Lady Elysia, are you all right? I'm fine. The water spout has disappeared. See, I told you she'd be fine. Nothing can hurt our princess when she's got the shepherd at her side. Weren't you the one shaking in his boots earlier? Still, the rain has suddenly stopped, and the currents have come significantly. This, too, must be the power of the shepherd. I always thought it was just a fairy tale. To think I'd see the friggin' shepherd with my own eyes. Hey! Watch your language in front of the shepherd. It looked to me like the shepherd just cut right through the water spout. I doubt anyone will believe me, though. Who cares? I'd rather believe in the miracles of the shepherd. Friggin' water spirit can kiss my hairy butt. Hey, what happened to watching your language? So there are still people here who believe. Well, you did help me get back to my old self. Then can you help? I shall become the lord of the land for the domain of Lady Lake. Thank you, Uno. And you must be the Prime Lord? You've picked a fine shepherd. I agree. Let's go. Father Brunor is waiting for us. Wer ist das? Der war vorhin auch schon da. Nice. Gibt's hier noch was zu erkunden? Ein Dünchen oder so? Ich würde gerne ein Dünchen machen. Ich freue mich einfach auf Xenoblade. Xenoblade wird toll. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Ich hatte ja mal schon mal erzählt, Xenoblade 2 hatte ich ja schon mal gespielt. Halt nie durch, weil damals meine Switch dann wegging. Aber geil. Das war geil. Das hat mir gut gefallen. Das wird ein Spaß. Ich muss gucken. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, probieren, dass ich den Freitag frei kriege, dass wir Freitagmittag schön anfangen können. Und dann einfach Open End. Einfach, keine Ahnung, 48 Stunden Stream. Kappa. Glaub, den Sonntag würde ich dann ausfallen lassen. Oder gegebenenfalls weiterspielen. Und dann halt unter der Woche jetzt, so wie jetzt. Emotionale 10 pur, ja. Das hat mich auch immer mitgerissen. In Xenoblade 2, stimmt. Das fand ich so geil an dem Game. Ich habe richtig Bock auf Xenoblade. So, ist er immer noch da oben? Okay, der ist wahrscheinlich im Heiligtum. Ne, da bin ich echt gespannt. Hab ich Bock drauf. Ich weiß nicht, eher dann sagen, solange es geht zu streamen oder irgendwann sagen, okay, jetzt ist Schluss und wir machen Sonntag weiter. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es eh so enden wie bei Stranger, dass ich bis wieder in die Nacht stream. Weil ich dann aufhören kann und süchtig bin. Schönen guten Abend, Kirito. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Oh, truly, this power is the stuff of miracles. Looks like he really can't sense us at all. I shall worship this sacred water with all my being. O venerable Uno, I am yet inexperienced, but would that I could serve thee for all eternity. But he is earnest. I'll at least give him that.
What was that? I feel like a sort of wind just blew right through me. The blessing has returned to this town. This town is now under my domain. But in order to maintain the blessing, I will need cooperation from the people. Indeed, there are all kinds of methods besides prayer that one can use to uphold the blessing. Like? For example, Eine Feier. I see. I'll be sure to give it a try. This sure sounds like a pain to me. I will do what little I can. What's wrong? I can still feel a powerful malevolence. And it's not far off. It's somewhere in town. Oh nein. That's the royal palace. So this is a conversation with the Seraphim? A bunch of lunatics talking to themselves out loud? You are? I am a messenger from Chancellor Bartlow of the Highland government. I have come to invite Sorey to a private dinner conference in light of his great suffering for the sake of Lady Lake. Have you been watching over Sorey? Not at all. In fact, I was quite surprised. That the Princess of Highland, as distant as her claim to the throne may be, would have relations with the shepherd that are so intimate. I'm sure this news will please your beloved subjects to no end, Your Highness. If you are insinuating that... Elysia. Where to? Roundtable Palace. Very well. Tell Bartlow I accept his proposal. Das geht doch safe nicht gut. Please, you mustn't get involved with the Chancellors. I can feel it from them. The malevolence does seem to be coming from them. I apologize for being so weak. Don't worry, it's true. We really do want to see what's going on at the palace. It'll be our first time. You'll have to be our guide. Just as you have been to me. Der Segen für Region Damensee wurde wiederhergestellt. Oh, Moment. Come on, der musste sein. Herrscher des Landes. In Gebieten, in denen der Herrscher des Landes freigeschaltet wurde, kannst du nun an Speicherpunkten auf das Menü Herrscher des Landes zugreifen. Bei Kämpfen in diesem Gebiet wird das Segnungslevel abhängig von dem Rang, den du erhältst, erhöht. An einem Speicherpunkt wird dein Rang automatisch auf das Segnungslevel addiert. Steigt das Segnungslevel, erhältst du auch Zugriff auf Gaben mit diversen Effekten. Nice! Dann erstmal herzlichen Glühstrom, Kirito, dass du es geschafft hast. Ich hoffe, du bist zufrieden, so wie es ist. Und guten Hunger, lass es dir schmecken. Herrscher des Landes. Reise zum Speicherpunkt. Gebe kalt aus, um zum Speicherpunkten zu gelangen, die du bereits besucht hast. Gaben einstellen. Aktiviere verschiedene Gaben. Ihre Verfügbarkeit richtet sich nach dem Segnungslevel. Gaben. Biete Objekte als Gegenleistung für Ränge an. Okay. Wie viel kostet das hier? Preis 55, okay. Gaben einstellen? Was vibriert hier? So, das andere Handy. Du kannst Gaben aktivieren, um in der Domain des Herrschers des Landes zu wirken. Solange du nicht die maximale Gesamtkosten für Gaben überschreitest, Gaben wirken sich auch auf Kämpfe aus. Durch die Erhöhung der Segnungslevel werden sowohl neue Gaben hinzugefügt, als auch die maximalen Gesamtkosten für Gaben erhöht. Du kannst das Segnungslevel durch Erlangen von Rängen in Kämpfen erhöhen. Reisepause. In einer Gegend, in der dieser Bonus aktiviert wurde, kannst du mit Hilfe von Kalt zwischen Speicherpunkten. Okay, das wissen wir ja, das haben wir. Schatzwiederherstellung, Segnungsstufe nicht ausreichend. Heilende Luft, Wunder des Lebens, Heiligung, Religion, Erkennung. Ah, okay.
Das heißt, ich könnte ihm jetzt quasi, wenn man es genau nimmt, bestechen. Rang gesamt. Anbieten. Ah, okay, mein Rang steigt dann auf 2,65. Ah, nee, das erhöht nur das. Okay. Cool. Die kann ich am Speicherpunkt machen und an ihm auch. There might be something nearby. Was? Moment. Ah ja, da. Menü Herrscher des Landes. Okay. Cool. Ne, wir haben immer noch keinen Silberschlüssel. War das da hinten auch Silber oder Bronze? Das ist eine Bronzetruhe. Ne, das ist eine Goldtruhe, glaube ich, oder? Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich hab's vergessen. Also ich sag, dass der Herrscher auch ein Herion ist. Safe Call. Das ist immer so. Der König ist immer der Böse. Der ist irgendwie verflucht worden. Das ist immer so. Das kennt man. Das weiß man. Ich habe echt eigentlich auch Hunger. War auch ein Händler? Ah ne, sah nur so aus. Ich hätte noch Kekse. Später. Später. What's this about? Forgive me, Lady Elysia. Lord Bartlow's orders were to allow Shepherd Sorey through. We didn't know he'd have a companion. His Eminence Lord Bartlow is with a visitor at the moment. Please accompany me to the waiting room. This way. Muss ernsthaft Elysia draußen bleiben? What the fuck? Hä? I cannot believe this. Hä? Es hat doch eben gehießen, dass sie nicht mitkommen darf. Oder sie darf nur nicht zum Abendessen mit. Kann natürlich auch sein. Hallo, lauf mal ein bisschen schneller. Hallo, ich hab's eilig. Kollege, ich hab Hunger. Mein Magen ist schon keine Ahnung, ich kenne die Städte hier nicht. Irgendwo ganz weit weg. Komm, soll ich deinen Stab? Komm, gib mir dein Stäbchen, komm. Den Zahnstocher kann ich ja auch tragen, wenn er zu schwer ist. Gleich rückwärts, ja. Ne, der läuft seitlich. Oh. Eintreten. Please, wait here for the time being. Der Charakter von Leuten in der Politik wird schnell verdorben. Wenn doch nur alle ein so reines Herz haben könnten wie Elysia. Leimerin. Bücherregal. Oh, warte mal. Oh nein, da ist schon wieder was Neues dazugekommen. Ladungszauber. Drücke nach dem Wirken eines Artes B, um ein höheres seraphisches Artes zu wirken, falls du eins gelernt hast. Okay. Warte mal, was wollte ich denn von lernen? Automatische Göttlichkeit, wenn du gesteuerte Figur? Nee. Irgendwas wollte ich von aktivieren. Schnelle Verbannung. Also der Verbannungsstoß kann mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden, wenn der Gegner betäubt ist. Nee, dann will ich ja den Ladungszauber. Oh Gott, warte mal, wir haben 31. Wenn die gesteuerte Figur verletzt wird und GP verliert, organisiert sie automatisch, wenn mindestens eine SA verfügbar ist. Wenn die gesteuerte Figur verletzt wird und KP verliert, aramantisiert sie automatisch, wenn mindestens ein SA verfügbar ist. Heißt das auch, dass Elysia aromatisiert werden kann? Ich glaube, ich sage das Wort die ganze Zeit falsch. Achso, mir fehlt noch einer, okay. Lul.
Wir sollten uns lieber entspannen, solange wir noch können. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hässlich werden wird. Wenigstens gibt es hier ein paar nette Bücher. Hört, hört. Die Palastbibliothek. Whoa, there's like infinite books. Just what you'd expect from a royal palace. Quite a collection of rare and valuable tomes. Lots that deal with history and ancient relics too. Oh, I just want to sit and read them all. Oh my, this book has an interesting title. Mad Screams of Love. A poetry book, maybe? Let's check it out. Yeah, careful. It's gonna look like the book's floating in midair. Don't worry, Elysia will hand wave it away for us somehow. Oh, Here, gimme. I'll hold it. Wow, Mad is right. An ode to young passions. A lonely voice, screaming love and anguish to the heavens. You just know the author's gonna look back at this 10 years later and cringe. Angsty doesn't even begin to cover it. So that's what's so mad about it. Really? It all sounds pretty good to me. Huh? Sorey, I think that's because you're so... So inherently enthusiastic. You guys okay? You look kinda... mad. Lul. Die Kanzler um den jungen König kümmern sich nicht viel um mich. Sie glauben, mit meinem niedrigen Rang in der Thronfolge sollte ich mich aus der Politik raushalten. Vergib mir, ich wollte dich nicht damit belasten. Hast du aber nicht. Dann speichern wir mal lieber. Wer weiß, was uns noch erwarten wird. Ist dieses Buch am Schweben? Vergesst es. Vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Lol. Ich glaube, du musst deinen Helm mal putzen. To the round table chamber, if you please. Please wait here, Princess. Why? We were told that you were to receive different orders. About Marland? Yes. Please stay here. Fine. Elysia? It's about a yet unfinished job. Sorry, but I'm staying behind after all. This way. I shall guide you to the round table chamber. Did they leave her behind on purpose? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt gefällt es mir super, super gut. Sehr, sehr geil. Bis darauf, dass die Wachen gefühlt fast einschlafen beim Laufen. Speedrunner hassen diesen Moment, weil du die Tür nicht öffnen kannst. Wir könnten auch probieren, Tales of mal zu Speedrun, maybe. Why not? Oh Gott, Speedrunner hassen wirklich diesen Moment. Die stellen sich dann hier hin und sagen, gut, time for a toilet pause. Pause. Break, nicht Pause. Ich finde es dann immer lustig, wie die so ein lachendes, so ein glückliches Smiley haben. So, hier, ich habe meine Aufgabe richtig gemacht. Haha, ich bin ein toller Ritter. Auch wenn ich beim Laufen einschlafe. So, I will fight. Mal gucken. Sorry to have kept you waiting, gentle shepherd. Please, take a seat. Poison pot pie. Don't worry. I promise you it's not poisoned. We simply felt it would be best to be closer to you. Let me introduce you. This is Military Chancellor Mathia, leader of the Royal Army. This is Professor Simon, administrator of the law in Highland. And this is Archbishop Nathael, the highest-ranking holy man in the kingdom. And last, the man who manifests the will of the king himself.
Bartlow. I'm Sorey. Thank you very much for your invitation. We have much to discuss. Whoa, Sorey, I hope you don't trust them. He does indeed have spunk. That, or perhaps he's just that much of a simpleton. It's quite delicious, though I would have liked to let Elysia taste it as well. What is your relation with Lady Elysia, if I may ask? We're just friends. She invited me to come to the outside world with her. How about we drop this silly game and have you tell us the real story, hmm? They're suggesting that you and Elysia are using each other, hatching some sort of nefarious plot together. I'm not using Elysia. The Shepherd does not do such things. Oh, he doesn't. I couldn't say. I've never actually seen a shepherd before. So they doubt you. I figured as much. Believe me or don't, I don't care. Well, we do care. It would be quite the scandal if the royal family had produced a false shepherd to curry favor with the populace. Careful. And so you're asking for proof that I'm the real shepherd? Truth be told, it matters not whether you're real or just a boy in a silly outfit. The issue is that regardless, the citizens are beginning to side with you. It's the nature of the people to yearn for some dramatic sort of salvation. An easy way to have their every desire fulfilled. True, the Shepherd in every era has always suffered greatly from the people's grandiose expectations. The common man is but a fool and a cur. It's an unfortunate observation, but that is the reality of it. But in fact, it is for that very reason that we need you. Me? Why me? I will be perfectly frank with you. We are asking you to work under us, Shepherd Sorey. As the shepherd who would protect Highland, we want you to reinvigorate the people, boost their morale. The rampant disasters have rather dampened the people's spirits lately. It's very unfortunate for the Council. Those ignorant fools. Right when we're on the brink of war with Roland's. We will reward you handsomely, of course. This is your advance. If you're really all the rumors say, I hear that you're quite interested in ancient ruins, yes? Were you to side with us, surely this would be sufficient to facilitate your explorations and archival activities, would it not? There's no point in siding with Princess Elysia. The princess is to be transferred to the city of Marland, where the epidemic yet thrives. They're sending her to a plague town? Surely even our spirited Princess Knight will learn her limits after toiling in such a star-crossed locale. Of course, if she herself were stricken with illness, I suppose she would have bigger things to worry about. So then, Shepherd Sorey, there's nothing to even think about, is there? I refuse. Geiler Typ. Darn. Guess they weren't the type you can sit down and talk with after all. Probably better this way. Proud words from a false shepherd. You and Elysia will both learn the hard way what comes from crossing us. Geiler Typ. Geiler Typ. What on earth is going on here? What are armed guards doing in the palace? These are Lord Bartlow's orders. Lord Bartlow, what is the meaning of this? Stand down at once. Nice castle, but we're done here. Let's go, Elysia. I can fulfill my dreams without your help. And the same goes for Elysia. Indeed it does. Death to the knave shepherd who deceives the people!
Stand back, Elysia, or you'll get hurt. Geiler Typ, Sorey gefällt mir jetzt schon. Sorey. Ja, das stimmt, Kiriton. Hallo, Zack. Wo du das gesagt hast, gerade mit Corona, habe ich mir auch so gedacht, stimmt, wie geil. Ah, Bandai Namco. Ich habe bitte ein Statement. Papa. Den habt ihr in die Zukunft geschickt. Wie geht's dir, Zack? Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Ah, nein, nein, ich wollte es eigentlich testen. Fuck. Sorey, listen. You have to hold back a bit. I don't know that I can. We just can't go on like this. This power. Could he truly? Lord Bartlow, we will forgive this transgression. In exchange, you will never threaten the shepherd again. Am I being clear? Impossible. He'll plunge the kingdom into upheaval. And if by any chance he were to fall into Roland's hands. I'd be more worried about your own neck if I were you. Who are you? Scattered bones. Assassins! Yes. That man approached us and tried to hire our guild to murder your princess here. Are you saying Lord Bartlow was plotting to kill Elysia? Don't be ridiculous! He says we're liars. Should we kill him? Enough! I beg of you, please stop. The Kingdom of Highland needs this man. You're all you're made out to be. Listen and listen well, Bartlow. We do not kill against our own honor. Understood? Why? He's fine. They didn't kill him. Not your usual assassins, are you? I'm impressed they snuck into the palace. Apprehend them! They're the conspirators! Not good. Thanks to you, our work was quick and painless. Here's your reward. Follow us. Lol, wir sollen denen jetzt folgen? Was? Ey, was ein... Wie geil! Holy shit. Das Game gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Und hallo, Violet. Ich hoffe, dir geht's gut. Boah. Gameplay-technisch geil. Story-technisch auch geil. We'll have to break through. We can't. They might die if I use my power. Hurry, this way. Ich weiß nicht, irgendwie feiere ich es mega. Ja, dann kämpfen wir halt. Bisschen XP, warum nicht? Ein bisschen XP tut immer gut. Okay, die halten nicht wirklich viel aus. 15 Uhr geschlafen, fortgeschrittene Techniken. Durch Kombination verschiedener Techniken aus dem Kampfkapitel des Systembuchs könntest du auf neue, unkonventionelle Wechselwirkungen zwischen den Techniken stoßen. Es kann nicht schaden, Techniken nachzulesen, die du bereits beherrschst. Das könnte zu neuen Erkenntnissen führen. Zudem geben dir einige Monolithen Tipps zu fortgeschrittenen Techniken. Cool. Das ist doch gut. Mittagsschlaf ist was Schönes. Würde ich auch gerne mal machen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Morgen vielleicht. Vielleicht schaffe ich es morgen. Mindestens mal eine halbe Stunde einen kurzen Nap zu machen. Also kurz ein Powernap. The rest we leave up to you. What? Hä? There must be herbs around here.
Die sind einfach dadurch verschwunden. Woher wissen sie vom Geheimgang? Ich bin Mitglied der Königsfamilie und nicht einmal ich wusste es. Diese verstreuten Knochen sind ganz schön furchterregend. Ich hoffe, dass ich sie niemals verärgere. Glauben ist bei dir wichtiger wie alles andere. Was ich mich auch frage ist, wie wohl ein Gespräch zwischen Sorey und einem Souverän Hier durch den Geheimgang. Okay, irgendwo muss da wahrscheinlich was sein, um den zu öffnen. Ja, das würde ich auch gerne sagen, Violet, aber ihr habt da leider andere Prioritäten. Auch wenn ich super gerne schlafe, aber ich schlafe eindeutig zu wenig. Oh, warte mal. Ah, da ist der Geheimgang. Who knew the kitchen was connected to a place like this? Haben wir genug? Ja, wir haben nicht genug halt. I'm impressed the scattered bones knew about this route. Still, seems like an awful lot to go through just to deliver a warning. Warte mal, hatten wir eigentlich neue Artes? Nö. Looks like a pig, but it must have been human before. Even if a seraphim just eats and eats all day, that's what happens. Let us relish this victory and Bei mir ist halt das Problem, ich krieg nicht wirklich viel Schlaf. Seelenkette SK. Vorteile einer hohen SK. Verringerung des erlittenen Schadens, Vervielfachung des Effektpotenzials, Steigerung der SK-Wiederherstellungsrate. Überlege gut, wann du auf dem Schlachtfeld ruhig sein solltest, zum Beispiel wenn du eine Combo abgeschlossen hast und deine Gefährten in einen Angriff weiterführen. Jetzt können wir das Ding ausrüsten. Losladung wäre 1,5 Sekunden oder länger ab, um die SA zu erhöhen. Oh, zu erhöhen sich. Kostet 2. Länger ab, um das Wirkungspotenzial des nächsten Angriffs. Nee. Ich habe halt andere Prioritäten. Zocken, also Stream. Kochen, Training. Und so weiter und so fort. Ah, guck mal, so können wir einfach durchswitchen. Das ist gut zu wissen. Kurz regenerieren. Ich weiß nicht, warum der Kampf immer so laut ist. Apropos Schlaf, ich werde müde. Müde, müde, müde. Alles an, weil ich sparzig werde. Man kennt es ja. Ja, das stimmt. Eigentlich hatte ich... Oh Gott. Eigentlich hatte ich ja auch vor, meinen Schlaf mehr geregelt zu haben, aber es klappt nicht so wirklich. Ich habe mir eigentlich selber gesagt, okay, ich will probieren, am Tag 7 Stunden zu schlafen, aber... No fucking way. Keine Chance. Ich sag mal, Freitags auf Samstag... Ja, Freitag auf Samstag kann ich auch nie wirklich lange schlafen. Genauso Samstag auf Sonntag. Weil ich dann immer mehr erst so um 1, 2 ins Bett gehe und um 8 wieder aufstehe. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe. Also,
Kampfpunkt GP. Im Normalzustand werden die Wiederherstellungseffekte bestimmter Fertigkeiten gespeichert. Hellblauer Teil der KP anzeigt. Im Moment der Amantisierung wird dieser Vorrat sofort in GP umgewandelt. KP. Es ist nützlich, Wiederherstellungseffekte im Normalzustand zu speichern und zu amatisieren. Wenn du sie dringend brauchst, das ist eine grundlegende Taktik, die jeder braucht, um zu überleben. Alter. Boah, jetzt kickt's aber rein. 10 bis 11 Stunden. Ja, das schaffe ich leider nicht. Was ich aber probieren will, mein Training auf mittags zu legen. Das ist nämlich ultra geil dann. Habe ich heute gemerkt, dass es saugeil ist, eigentlich mittags zu trainieren, anstatt abends. Klar, ich sag mal, in der Spätschicht geht's schlecht. Kann ich mittags nicht trainieren. Super fit. Ja, das glaube ich. Ja, bei mir ist, wenn ich Frühschicht habe, habe ich meist... Ja, ich sag mal so... Bis ich wirklich eingeschlafen bin, 5 Stunden Schlaf. Was deutlich zu wenig ist. Was auch verdammt ungesund ist. Aber es geht halt nicht anders da. Also ich will mich nicht beschweren, ich bin ja selber dran schuld. Bin ja selber dran schuld, dass ich so wenig Schlaf habe. Made when a dead body is possessed by a Hellion. Just the only thing we can do is purify it. Deswegen genieße ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie mal ein bisschen Schlaf kriege. Genauso bei der Spätschicht. Bei der Spätschicht schlafe ich auch immer so 5 bis 6 Stunden. Da Arbeit stehen. Aber bei mir zum Beispiel, wenn ich ausschlafen mal kann, dann schlafe ich auch richtig aus. Dann schlafe ich auch so 12 Stunden oder so. 23 Uhr ins Bett. Naja, du schläfst ja auch mittags normal, hast du ja gesagt. Noch was machen und wenn man von der Arbeit kommt, ja, das ist halt echt wirklich so. Bei mir ist es halt auch dann super oft entweder Kochen, Training, also Training mache ich ja jeden Tag, außer sonntags. Sonntags ist mein Rest Day, aber sonst jeden Tag und das immer einzuplanen. Dann kochen, dann noch streamen. Dann liege ich meist halt abends noch im Bett und denke, ja, kannst noch mal eine Serie gucken. Ups, 11:30. Oder 11. Ausgleich gehabt. Oh, den habe ich mehr als genug auf der Arbeit. Aber warum hat er jetzt den Mikleos? Ich habe doch die andere. Ich habe den noch geswitcht. Oder kann ich den jetzt mal wechseln? Ja, okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Oh, das testen. Macht er dann eigentlich eine andere? Oh ne, der macht dann immer die gleiche. Also ein Limit Break oder so hat er nicht. Oder? Wahrscheinlich später erst. Guck mal, jetzt hat er aber wieder geswitcht. Lul. Warum? Aber wie drückt Heavy? Achso, so. Autsch. Das hat weh.
Lol. The strength of a knight exists to protect. Oh, I get it. Huh? This must be connected to the Sacred Blade ruins. Because the torches and architecture are the same, huh? If I may say so, this place is oddly nostalgic. They both date from the same era. There's no way they'd keep the waterways separate. We should be able to get out through the Sacred Blade ruins. So the bustling city of Lady Lake sits right on top of an enormous network of ruins. You can find a reason to smile in any situation. Is that weird? I'm just who I am, no matter what happens. Well, fair enough. I'll give you that. Don't encourage him, Elysia. Sorey needs to realize for himself what a weirdo he really is. Anyone who hangs around with the weirdo must be pretty weird themselves, don't you think? Looked in a mirror lately? Oh my, what a beautiful maiden! Pot's calling the kettle black, wouldn't you say? Oh, ich muss mich mal ganz kurz strecken. Oh Gott. Wir reden zu viel über das Thema Schlafen. Schlafen ist nicht gut drüber zu reden. Lass uns aber nicht über Essen reden, ich hab Hunger. Warum habe ich Hunger? Ich bin den ganzen Tag schon wieder gefuttert. Das ist so schlimm, ich bin jeden Tag am Essen. Dings. Jeden Tag am Essen. Jede freie Minute bin ich gefühlt am Essen. Zum einen Segen, dass ich mich mit dem Thema Ernährung jetzt so gut auskenne. Zum anderen halt nicht so geil, weil ich ständig noch am Futtern bin. Weil ich genau weiß, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Das ist dann immer lustig, wenn ich Leuten erzähle, dass ich jetzt mehr esse als vor meiner Diät. Weil du genau weißt, was kannst du essen, was ist gesund, was lässt sich nicht aufgehen. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das ist ultra interessant, wenn man überlegt, was Essen so unterschiedlich macht, so krass. Okay, ich muss wahrscheinlich die andere noch. Ob ich jetzt einen ganzen Teller Reis mit Gemüse und einer leckeren Soße esse oder ein Achtel. Ich habe das vorhin mit meinem Arbeitskollegen gehabt, weil er mich auch wieder wegen Thema Ernährung. Die Leute fragen mich ja. Ich werde super oft gefragt. Kannst du Tipps geben? Bla bla bla. Die sehen dann, gerade so, sag ich mal, auf der Arbeit. Die sehen, ich habe so einen riesen Pot dabei mit Reis, Gemüse, geile Thai-Currysoße. Die fragen dann immer. Wenn ich dann erkläre, dass das genau das gleiche ist, als würdest du ein Achtel von der Tiefkühlpizza essen, die glauben das nie. Aber es ist so. Das, was ich koche, ist quasi ein Achtel, wenn man jetzt die Kalorien und so vergleichen würde, ein Achtel von der Tiefkühlpizza. Und ich bin pappesatt danach. Ein Achtel von der Tiefkühlpizza. Das ist... Wie groß ist so ein Stück? Nicht wirklich groß und ich habe so einen riesen Pot dann. Das ist Wahnsinn. Das ist schön. Gerade mit Thema Ernährung finde ich geil. Da gehe ich richtig auf. Ich glaube, am interessantesten war es für mich wirklich zu wissen, wie viel Scheiße ich eigentlich in meinem Leben schon gefressen habe.
Um es ganz dumm zu sagen. So scheiße im Sinne von ungesund. When it's go time, Welchen Resistenzen? Hatten wir doch schon mal. Ah, warte mal. Ah, okay, wir sind in dem Dungeon. Oder? Ja, doch, wir sind in dem Dungeon, okay. Hier waren wir ja schon mal. Was auch lustig ist, was mir auch schon gesagt wurde, ob ich vielleicht... Komisch, das klingt. Ich wurde wirklich gefragt, ob ich... Ja. Ob ich schon mal überlegt habe, Coaches zu machen. Wo ich mir denke, hallo? Nein. What the fuck? Bin ich doch kein Real Life? Nee. Ich sag mal, die Leute, die das interessiert, von denen wird halt wirklich gelöchert. Täglich. Oder wöchentlich, besser gesagt. Weil wir halt auch super viele haben, die zugenommen haben und jetzt abnehmen wollen. Finally, we're free. The sun's high up already. Huh? Hey. Yeah, it was just so bright I got a little lightheaded. Well, I'm a bit frazzled myself from lack of sleep. Huh? I'm sure my manor is being watched. Let's rest at the inn for now. We should dry our wet clothes as well, or we'll catch a cold. Good idea. Aber ein Problem habe ich schon mal in meinem Leben jetzt beseitigt. Mit dem wenig Trinken. Ich trinke jetzt am Tag fast 2 Liter. Habe ich erledigt. Ich trinke fast 2 Liter. Wait, what? Fast 4. Fast 4 Liter jeden Tag. Nee, warte mal, sogar mehr. Nein, ich trinke sogar mehr. Nee, warte mal. Doch, 4 Liter. Ein bisschen mehr. Ja, doch theoretisch ein bisschen mehr. Yet another scene. Hooray for us. Well, at least we got rid of the malevolence. Incidentally, I suppose. But even so, I'm glad. It feels like now there's nothing we've left undone. You say that like it's your end. In a way it is. I have decided I'm going to Marland. That's a plague town. You can't really mean to obey them. Whatever twisted motives the Chancellor may carry, the order is official. And besides, it doesn't change the fact that Marland is suffering. I want to do everything I can for the people of Highland. Elysia. The Council may laugh, but so be it. All right. Then I'm going with you. You can't get involved. I've already caused you so many problems. But how do you plan on getting to Marland? The bridge is washed away. Well, I don't know. 4 heads are better than 1. And we have excellent foreheads. Besides, we need that bridge too, after all. Thank you. No need to thank us. Dinner last night was off the chain. All right, let's go check on the state of the bridge. Müsste mich mal schlau machen und mal reinlesen, wie viel, in was für einem Zustand, wie viel man trinken sollte. Gesundheitlich gesehen. Ich habe das zum Beispiel so jetzt gemacht. Für mich funktioniert das gut. Ich mache das ja jetzt diese Woche das erste Mal. Ich habe ja diese, hatte euch ja am Sonntag gezeigt, diese große Flasche, die 2,2 Liter. Die nehme ich zum Beispiel mit auf die Arbeit. Ich mische die mir hier daheim an, weil halt noch Vitamine, EAs, also Aminosäuren dazukommen. Und
Da sage ich dann zum Beispiel, okay, diese 2,2 muss ich über 8 Stunden auf der Arbeit trinken. Die muss wirklich, Arbeitsbeginn ist sie voll. Und wenn ich Feierabend mache, muss die leer sein. Die muss leer sein. So habe ich zum Beispiel schon mal safe in 8 Stunden 2,2 Liter. Weil auf der Arbeit trinke ich, habe ich dann meist auch nie Zeit, mir neues Wasser zu mischen. Weil wir haben bei uns halt auf der Arbeit mit Sprudeln allem, also Wasserspender. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viel Stress auf der Arbeit, also es ist stressig auf der Arbeit, schaffe ich es halt manchmal nicht, mir mein Trinken aufzufüllen. Wodurch ich vielleicht nur einen Liter trinke. Achso, ich habe immer mal eine 2,2, da weiß ich, okay, die muss ich am Tag auf der Arbeit trinken. Und dann halt daheim. Dann habe ich zum Beispiel wieder die hier, das sind 700. Das sind 700 Milliliter, glaube ich. Müsste ich vielleicht nochmal messen, wie viel das sind. Dann habe ich zum Beispiel mein Training, wo ich auch meine Flasche dafür mische. Und dann halt noch meine Smoothies. Da komme ich ungefähr Pi mal Daumen auf 4 Liter. Da müsste ich mich mal einlesen. Weil es ist immer wieder so der Zustand, trainierst du, warm, kalt. Also es ist warm oder kalt. Wissen wir ja alle, wenn es warm ist, musst du mehr trinken, weil dein Körper mehr schwitzt. Das ist zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit. Wasser ist auch sehr, sehr wichtig, wenn du abnehmen willst. Wasser hat halt super, super viel Funktionen. Trainierst du, brauchst du mehr Wasser. Ist es warm, brauchst du mehr Wasser. Willst du abnehmen, brauchst du mehr Wasser. Wasser kurbelt halt nur mal den Stoffwechsel an. Wasser brauchst du für die Muskulatur. Wasser brauchst du allgemein für deinen Organismus. Da muss ich halt wirklich so kleine Ziele im Tag setzen. Wie zum Beispiel mit dem Schlaf. Ich kann euch zum Beispiel sagen, was bei mir auch war. Das sage ich euch gleich mal zum Thema Ernährung. Was wirklich krass ist. No one has done any work on it? How could this be? Excuse me. Dadurch, dass ich zum Beispiel meine Ernährung umgestalte, ich bin deutlich fitter. Wirklich fitter. Klar, ich bin jetzt müde und alles, aber ich habe das gemerkt, wo ich meine Ernährung komplett umgestellt habe. Ich war wirklich voller Energie. Nicht schlapp, nicht kaputt, nicht wisst ihr, dieses typische Aufstehen, kein Bock, scheiße. Sondern wirklich fit. Ja, ich habe trotzdem keine Lust gehabt zu arbeiten, aber ich war fit. Das ist immer noch so. Oh, that's a curious outfit. You must be the shepherd? Yes, I'm Sorey. I am Maeve, a representative of Marland, the town on the other side of the river. Lord Sorey, I hear that you were able to stop the rampage of the water spirit. I cannot possibly thank you enough. Oh gosh, it was nothing. Hey, Mr. Nath, was there something that you wanted to discuss with me? Ah, well, you see, thanks to your heroic efforts in putting a stop to the water spirit, the currents have calmed considerably, and we should be able to repair the bridge. But I'm afraid it's still taking too long. I have to make my way back and deliver this medicine at all costs. Huh, I see. Then... Sorey. No, I apologize. It was wrong for me to ask favors of you just because you're the shepherd. The destruction of the bridge itself was a warning to those who have forgotten their gratitude toward the Seraphim. I shall bear that in mind and devote my energies to aid in restoring this bridge. I'm terribly sorry I couldn't help you. Please, don't fret. Your very existence is a beacon of hope to us all. We should be thanking you for appearing in such dismal times.
I'll see if there's anything I can do on my end as well. I'm really sorry. He's a good man. He hasn't forgotten his sense of gratitude to the Seraphim. I really want to help him somehow. Lila, is there nothing I can do to aid him? I ask as well. If it's just Sorey and his squire Elysia, I should be able to use my powers to cross the river. We can take the medicine with us. But if Sorey uses his power as a shepherd to carry someone's goods, then everyone else will want to turn to use him as their own personal delivery boy. And we're not a freight company, you mean? Then maybe we can ask a ferry captain to... But then that ferry captain would just wind up having to deal with the same issue. So, you're saying we should start by addressing the root of the problem? Meaning we should just help restore the bridge, huh? And in a way that won't cause people to rely too much on the shepherd afterwards. I wonder if we could maybe build a foundation for the bridge out of rock. Ask the Earth Seraph to help raise a riverbed or something. That's definitely something only the shepherd could do. And the repairs that followed afterwards could be left up to the people. How about that? Very well. That sounds good to me. To the west looms a mountain known as the Spirit Crest. If I'm not mistaken, an Earth Seraph dwells there. Let's tell Elysia. Ich schwöre dir, Zack, Safe Call, wo ich vorhin den Stream gestartet habe und in der Stadt war, habe ich das auch gesagt. Dass ich richtig Final Fantasy X Vibes habe, weil mich der irgendwie an Titus erinnert. Ich schwöre bei allem, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Weil auch dieses, Sorey erkundet eine neue Welt für ihn, Titus erkundet halt auch eine neue Welt, Spira. Wisst ihr, wie ich meine? Und auch diese, so wie er spricht, es erinnert mich sehr an Titus. Ich habe so ein bisschen Final Fantasy X Vibes. Minimal, so ein bisschen so eine Prise. Bandai ist bestimmt zu Square hingegangen. Ja, könnt ihr noch ein bisschen Zucker, Salz, wie auch immer, drüber streuen? Und Square Enix dachte so, finde ich schön. Irgendwie habe ich es halt wirklich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Do you have a moment? Hey, I'd like to discuss this further with you later. Be ready. If you say so. Trouble? Well, I want to assist with the reconstruction too, for Marlin's sake. I asked, but... Not going as well as you'd hoped? I'm not the sort to give up so easily. I just need more time to explain how I can be of service. Anyway, what did you want to talk about? Yeah, I'm thinking we should talk to an Earth Seraph who lives on the Spirit Crest about helping with the reconstruction. They could change the riverbed to form the bridge's foundation. You can do something like that? It's definitely a possibility. Sorey, I would like to properly convince everyone that I can help here. Would it be a bother if I were to stay behind? Nah, we should be fine. Do what you need to do. We're counting on you, Elysia. Right. Leave everything to me. Then we're off to the Spirit Crest. See you in a bit. I beg your pardon, but did you just say you were going to the Spirit Crest? Is there a problem? Rayfolk's Spirit Crest is best avoided if you value your life. There is a reason that mountain is so frequently mentioned in the legends of the dragons. It is a place in which no man should set foot. Legends of the Dragons? I don't remember anything like that coming up in the Celestial Record. Tell me,
Do you know the legend of the 8 serpents? That's the legend found in every culture of the 8 dragons who betrayed the Seraphim and were banished to the underworld. Our tales tell that one of those dragons still remains in Rayfolk's Spirit Crest. But the Celestial Record doesn't mention anything like that. Perhaps not. It's hardly reasonable to think that all the legends in the world can be encompassed in a single tome. I appreciate the warning, but even so, that's where I'm headed. But... It'll be fine. Lila's never heard of that legend either. Shall we begin? Ready? Forward surge! Center bang! Ready? Strike! Alright! Ready? Strike! It's over! Not yet! Too close! Strike! I will smite evil! Ready? Strike! It's over! Purification Hoppla. complete! Ah, lol. Ups. Scheiße. Dankeschön. Voll Profi. Und erstmal, ja, Zack, da hast du recht. War dummer ein Gedanke. Und ernsthaft, das ist wirklich die Stimme von Prompto? Aber das sind jetzt 10 Jahre, glaube ich, Unterschied, oder? Weil 15 kam ja, glaube ich, 16 raus. Also 2016. Das ist krass. Cool. Wieder was dazu gelernt. Und Dankeschön. Ups. War ein Test, wie ihr noch da seid. Hoppla. Ach so! Echt? Zestiria kam 2015? Was kam 2005 von Tales of raus? Irgendwie habe ich 2005 im Kopf. Aber ja, das ergibt Sinn. Ist echt 2015 raus? Krass. Ich merke ja gar keinen Vergleich zu Prompto. Ja, okay, stimmt. Prompto hat schon auf Deutsch gespielt. Nevermind. Das sind dann... Achso, Weisheiten. Stoßanzeige SA. Erklären wir die Kampfaktion Kettenstoß. Im Normalzustand kannst du damit nach einer Dreier-Kombo RT gedrückt halten und eine Stoßanzeige aufwenden. Um 5 SK zu erlangen und einen Angriff auszuführen, aus dem du eine Kombo ableiten kannst. Damit erhältst du die Möglichkeit, die Grenze der 4-Treffer-Kombo zu durchbrechen. Denk dran, das ist nur beim 3-Treffer einer Kombo drin. Nutze diese Möglichkeit voll aus, kannst du neue Stöße erlangen. Ah. Aber Kettenstoß, glaube ich, haben wir noch gar nicht. Beziehungsweise müssten wir wieder aktivieren. Nee, Kettenstoß war aktiv. Partnerstoß. Da ist sogar ein Xenoblade Chronicles X dabei und Rune Factory 5. Oh, das ist was für Malos. Der zockt gerade Rune Factory 5. Ah, das ist krass. Ja, der Typ ist ja eine richtige Berühmtheit, wenn man es so nennen will. Warte mal, was hat der? Angriff plus. Schwäche weiß ich nicht, okay. Lol, was jetzt? Man, oh man, what a bunch of amateurs.
Wait a minute. Das ist aber nicht der Originale, oder? Oh Gott, okay, nein, sagt nix. Ich will den Namen wissen. Das sieht halt original aus wie Zaveid. Nein, ernsthaft? Really? Really, Jet? Oh no. No. No fucking way, er ist es wirklich. Killed it? You bastard! Hey, it was Ernsthaft? a Hellion, and Hellions belong in hell. We could have safely quelled it. There was no need to kill it. Looked to me like you were just getting your asses kicked back there. Besides, death is a kind of salvation. For some. What? Why? Oh, that's rich. We can always count on the shepherd and his posse to be a bunch of goody two-shoes, can't I? You knew I was the shepherd? A self-righteous choir boy facing off against a Hellion. Who else would you be? The name's Zaveid. Damn pleased to make your acquaintance, gentle shepherd. How dare you! The Spirit Crest is way out of your league. If a dragon were even to yawn in your general direction, you'd be gone. We are not here to battle dragons. Your concern is noted. You're not? Well, that's no fun. Nothing adds spice to life like a sworn enemy. I take it you are here to fight the dragon, then? That had been the plan, yes. The plans, they change. You serious? Looking pretty good, aren't I? Zaveid, what is it you want? Do you really think I'd be willing to just drop the shepherd and his toadies into the dragon's lap so we can gobble them right up? Lol, krass, wir müssen gegen ihn kämpfen. Das ist geil, das feiere ich gerade ultra mega. Das ist wirklich genial. Das feiere ich gerade richtig extrem. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Das ist wirklich, wirklich geil. Oh fuck, ich bin gleich tot. Also göttliche Phönixklinge habe ich immer noch nicht verstanden. Kennengelernt habe? Ah, okay. That's enough, okay? You're the one who attacked us. I said I'm sorry already. Sheesh. I'm not your enemy. Let's call a truce. Deal? Fair enough. There's no reason for us to fight. See? Somebody here has their head on straight. And besides, we're all part of the same team in the end. Know what I mean? Are we? Sure. I don't plan on becoming anyone's sublord. Zaveid. All right already. I'll leave you alone, your shepherdness. It's Sorey. Sure. Sorey the shepherd. Well, I got better things to do.
Don't forget to run if you see a dragon. Is it really true that a dragon lives here? You got eyes, don't you, Sorey? Why don't you try using them? What is that guy's problem? His power. It doesn't feel like purification at all. Almost more like it feeds on malevolence. I can't respect someone like that. A seraph who would just kill a Hellion. Yeah, it's sickening. Let's be off. We have our own agenda to fulfill. Right. Ja, ich würde sagen, Zaveid kommt eh so Richtung Mitte des Games erst. Oder könnte man sagen? Just a moment. I want to bury them. Sorey. He feels responsible. Let's go, Mikleos. Lila. Ah, da bin ich echt mal gespannt, wen wir noch treffen. Holy shit. This aroma. Ah, jetzt bin ich echt neugierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz schön neugierig jetzt. Jetzt will ich es aber wirklich wissen. Ich glaube, ich wechsle gleich mal die Party richtig aus. Da will noch mehr, deswegen halt die nicht, okay. Nee, aber geil. Da hat mir schon ganz gut gefallen. Muss ganz ehrlich sagen, es hat mir schon gut gefallen jetzt. Weil ich muss sagen, ganz ehrlich, weil wir ja Zestiria vorgespielt haben, finde ich ein bisschen nicer. Also nicht das Game, sondern dass wir halt Zestiria doch zuerst gespielt haben. Okay, wir können uns ganz normal angreifen. Oh nein, bleib hier. Wir könnten eigentlich mal einen Equipment-Check machen. Die sind zwar besser, aber hier habe ich noch die Fähigkeiten drin. Natürliche Weste. Ne, natürliche Weste ist kacke. Lernring, Feuerring. Oh, guck mal hier, damit hätten wir einiges. Die Kampfstiefel. Ne. Mikleos. Der neue ist nö. Elfenkrone. Warte mal, da will ich mal gucken. Okay. Die Elfenkrone hat... Warte, man kann... Ups. Kann Lila die auch tragen? Nee. Ah, nee, da sind auch die Stats. Scheiße. Nein, die will ich nicht. Lernring. Der Feuerring hat halt hier auch gute Stats. Aber der hat den leeren Ring. Ne, der hat nur einen, okay. Dann geben wir den Feuerring. Kampfstiefel lassen wir. Warum reagiert denn als meine Maus? What the fuck? Also schlechter. Feuerring hat sie schon. Gut, aber nicht so viel. Irgendwas stimmt nicht. Feuerring. Warum reagiert als meine Maus? Was geht hier ab? Unterstützungstalente. Arthos. Arthos kriege ich aber neue hier mit dann, gell? Da bin ich doof jetzt. Irgendwie habe ich
lerne ich kaum Artes gefühlt. Weil durch die Waffen und so, Dauer von Feuerschaden, Max. Was bringt das nochmal zum Maxen, Chat? Ich hab's vergessen wieder. Nutzen der Artus. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, was genau das mit den Meistern war. Bleiben die dann dauerhaft oder? Nee, gell? Aber können wir ja einfach mal testen. Da haben wir 2 von denen. Hier haben wir nur 1. Nee, genau. Ah, warte mal, ich bin auch doof. Warte mal, da haben wir 1, 1, 2. Oh, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Nee, okay. War es noch stärker? Stimmt, das kann sein. Stimmt, das könnte sein. Kampfaktion haben wir noch nichts Neues. Gut, gucken wir mal weiter. Wie waren wir denn eigentlich? 35. Ah, ich glaube beim nächsten Speicherpunkt mal ist Schluss. Dankeschön für die Hilfe. Also, fürs Erklären. Hey, aren't you from the Assassin's Guild? Why would you be after me? Do you realize how disturbed the people have become? With someone like you running around pretending to be the shepherd? Huh? But I mean, I am the shepherd. Care to prove it, shepherd? As if you could. Ready? Yeah. Ready? Strike! Shatterbang! Ready? No escape! It's over! I won't lose! This isn't over! I'll give my all! It won't end here! This isn't over! I won't lose! Go! Eyes on the prize! Let's do our best! Ready? I will smite evil! Let's take them all down! Shatterbang! Such strength. We should run. Something's odd about this. You're right. They don't seem to be Hellions. Agreed. If anything, I think they're intentionally giving us a chance to escape. I wonder if they'll still target me. Let's do this! It's an armadillo! I'm sure it'll curl up. Oh, you're sure, huh? It's over! Ready? No escape! It's over! I will smite evil! Be gone! I won't lose! Unleash your hidden power! This isn't over! It won't end here! It won't end here! This isn't over! I will smite evil! I won't lose! I'll give my all! I will smite evil! This isn't over! Strike! Ready? This is hold on, everyone! Charge! Very well. Yeah! Ready? I will smite evil! I will smite evil! Ready? Strike! Let us not be full of ourselves and continue. Be on your guard. Strike! How's this? Let's get him!
remember this place was in the Celestial Record. Nein, ich war schon wieder gemutet. Ernsthaft? Sorey, what happened to your usual archaeology fever? I'm quite sure there's all sorts of things to research about that shrine. I can't say I'm not interested. But there are people suffering right now because they're missing a bridge. I'll deal with it. There'll be plenty of other times for exploring. I'm glad. I feel I may have been misjudging you this whole time. Please, forgive me. No need to apologize. Sorey's usually so predictable. Very true. I predict we'll talk later, Mikleo. Hallo Siley, schönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Alles klar? Schön, dass du da bist. Ali, hallo. There must be herbs around here. Oh, komm her. Ich will dein Loot. Oder deine XP. Mir egal. Diesmal bin ich nicht gemutet. Lila, you've been acting a little funny. Everything okay? Oh, sorry. I'm quite picky about the way things curl up into a tight ball. The way things curl up? Yes. It was the Armadillo Seraphim who taught me the true splendor of it. I'm disappointed in the Hellion we encountered. Very amateur hour. The Armadillo Seraphim? I'm kinda not following this. The Armadillo Seraphim, Arma Walt, and Arma Langston. You know, the legendary 3-time curling champions. No, I don't know. I'm kinda not at all following this. It was they who told me of the world's greatest curlist, Arma Dillon, who left years ago on a journey to master the curl. What I wouldn't give to see that ultimate curl. It's my dream. Mikleo, is she okay? Something tells me we should just let this one slide. Yeah. Arma Dillon, where hast thou gone? Echt? Ich muss persönlich sagen, mir gefällt das super. Gameplay-technisch hat es mich überzeugt. Story-technisch fand ich Berseria trotzdem besser. Aber es ist trotzdem ein geiles Game. Ich freue mich sehr über das Spiel. Mir gefällt's. Da ist eine silberne Truhe, aber die können wir eh nicht benutzen, weil wir noch keinen silbernen Schlüssel haben. Das ist halt wahrscheinlich dann wirklich später so. Entweder sammelst du sie noch immer alle ein, oder gehst halt ins New Game Plus dann, denke ich. Aber mir geht's auch soweit ganz gut. Ich bin gerade nur auf der Suche nach dem Speicherpunkt, weil ich gleich Lust mache. Lust mit lustig. Ich hoffe, dir geht's soweit auch gut. Na komm schon. Aber zur falschen Zeit gespielt. Das kann sein. Das war ja zum Beispiel auch mit mir bei Final Fantasy 13 so. Hat mir ja gar nicht gefallen. Und im Endeffekt, wo wir es nochmal gespielt haben, hat es mir super gut gefallen. Arthas? Was wollte ich machen, Chat? Ja, stimmt, ich wollte auswechseln. Dass ich dann die ganze Zeit hin und her switchen muss. Bisher war echt stark. Der Cast hat mir echt gut gefallen, ja. Aber das Kampfsystem gefällt mir hier deutlich besser. Auch wenn mit Velvet geil war mit den Dämonen haben. War schon viel gemacht, ja. Das auf jeden Fall.
Eine Art of Stamina. Ne, wie hieß die Leiste? SA? Ne, das ist die Stoßanzeige. Ich finde halt die Parallelen geil zu Zestiria. Das feiere ich mega. Hat mich super überzeugt. Auch wenn es kein direkter Nachfolger ist, aber die Parallelen sind halt cool gemacht. Ich treffe den nicht. Warum treffe ich den nicht? Ich hätte langsam mal gern einen Speicherpunkt. Da rennt die Zeit ein bisschen davon. Irgendwie ist das immer so, wenn ich Tales of wirklich sage, okay, ich spiele die vollen Stunden voll. Dann finde ich wieder keinen Speicherpunkt. War bei Zestiria auch. Denkt dran, Chat, am Sonntag startet das neue Projekt All But Gold. Super, ich bin super hyped drauf. Haben wir ja schon indirekt. Kennen wir ja schon indirekt. Bin sehr auf All But Gold gespannt. Alter. Ach du Scheiße, wie lange dauert der nächste Speicherpunkt? Holy shit. Wenn ich zu tun habe oder einen Termin, erstmal noch. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Das ist wirklich so. Wenn ich sage, okay, ich streame ja, wenn ich abends streame bis 21 Uhr. Oh, nichts gesagt. Da ist ein Speicherpunkt. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Aber bei Zestiria war das so. Ich wollte um 12 aufhören, war doch dann erst 12:20 Uhr. So.